der Grund, warum ich das Ganze mache, ist ja das, dass ich mich auf meinem Lebensweg befinde. Ich möchte das Leben auch sehen auf meinem Weg. Und das Leben sehe ich auf meinem Weg mit den ganzen Maßnahmen, die ich halt mache auf meinen Grund und Boden. Ich sehe Schmetterlinge, ich sehe Reptilien, ich sehe Vögel und das ist genau mein Lebensweg. Ich sitze gern bei der Arbeit. Meistens ist es ja sehr heiß im Weingarten, im Schatten. Und da habe ich meine tollen Bäume im Weingarten, wo ich mich auch hinsetzen kann. Ich denke dann darüber nach, was meine nächsten Arbeitsschritte im Weingarten sind. Und es ist dann besser, oft zu sitzen als zu arbeiten, weil nicht jede Arbeit macht Sinn. Weil jede Arbeit im Weingarten, es ist ein Eingriff im Weingarten. Und deswegen ist es auch besser, oft manche Arbeiten einfach wegzulassen. Und was ich hier mache, seht ihr da ganz schön. Also ich arbeite alternierend, das heißt, diese Zeile ist da gemäht und hier ist noch umgemäht. Und ich mähe jede zweite Zeile, das heißt auch zeitversetzt. Und dadurch bleiben ja auch sehr viele Pflanzen erhalten, die blühen. Und die blühenden Pflanzen erhöhen die Biodiversität im Weingarten. Es kommen Nützlinge, es kommen Vögel, Reptilien, Schlangen natürlich auch. Und die helfen mir eigentlich in meinem Bio-Weingarten die Arbeit zu erleichtern. Also es sind eigentlich meine Mitarbeiter, die mir nichts kosten. Die Schlangen selber ist eigentlich das Königsstück in einem Weingarten, weil das ist das Schönste, was einem Bio-Weinbauern oder überhaupt einem Weinbauern oder einem Bauern passieren kann, wenn er Schlangen am Hof hat. Weil eine Schlange ist so sensibel, die geht nicht überall hin, die sucht sie ihren Vermieter aus und ihr Vermieter, der muss in Ordnung sein und der muss ihr Gutes tun und dann kommt sie auch zu einem. Die Idee von dem Schlangennest ist einfach die, dass hier drunter ganz viel Wärme entsteht und die Schlangen am Abend dann kommen und sich da reinlegen. Wenn sie in der Früh dann warm genug sind, dann gehen sie einfach wieder raus. Da habe ich einen Teich auch daneben, schlängeln sich da über den Weg drüber und gehen in den Teich rein, zum Beispiel die Ringelnatter. Und das ist genau das, was ich haben möchte. Ich möchte einfach den Schlangen hier einen Lebensraum geben, wo einfach sie sich wohlfühlen, wo die jungen Schlangen auf die Welt kommen können und wo die Population wieder auflebt. Meistens, wo ein Weingarten wächst, ist nur Weingarten, da steht mittendrin kein Baum und gar nichts. Für mich ist die Landschaft einfach viel schöner, wenn Bäume drinstehen. Bäume sind ein Landschaftselement, Bäume gehören zu uns dazu wie ein Fluss, ein Bach, der Himmel, die Erde, es ist ein Teil vom Ganzen. Und der Baum, wie gesagt, ist ein irrsinnig großer Lebensspeicher, nicht nur im Boden, sondern auch über der Erde. Man sieht die Sonne durchscheinen, es gibt auch den Pflanzen auch ein bisschen an Schatten im Sommer. Also ein Baum ist etwas ganz Wunderbares. Jede Arbeit über den Boden hat Auswirkungen im Boden. Und die Reben lebt von dem Boden. Und die Rebe lebt nicht nur von dem Boden, sondern auch der Wein nimmt den Geschmack des Bodens an, weil die Rebe ja die ganze Ernährung aus dem Boden rausnimmt und durch die Ernährung natürlich auch der Geschmack des Bodens in der Traube und dann im Wein drinnen ist. Also das Terroir, von dem die Weinbauern reden, das ist der Boden, der kommt dann zustande, erst wenn du die Vielfalt auf dem Boden hast. Für mich ist es die größte Freude, wenn ich im Weingarten raufgehe und einfach spüre und sehe und höre, was sich da abspielt. Ob das dann ein Vogel ist, ob das ein Schmetterling ist, ob das eine Grille ist. Es sind ganz viele so kleine Dinge, die das Ganze groß werden lassen. Und die Freude, die spüre ich und das leitet mich auch in meiner Arbeit, bei allem, was ich mache. Und da bin ich eben auch sehr achtsam, gehe damit um und vorsichtig, weil es eigentlich ein großer Schatz ist, den ich in meinen Händen trage.